Was passiert ist, etwas ist passiert. Sie sagte, kauf die Zeitung. Jetzt. Weil sie gesagt hatte, hol die Zeitung. Ich änderte die Richtung leicht. Ich war in einem Winkel, also war ich nach rechts abgewichen. Und zum Glück hatte ich die Straße im rechten Winkel überquert und war nicht geradeaus gegangen. Später sagte die Polizei, wenn ich geradeaus gegangen wäre, wäre mein Kopf durch die Windschutzscheibe oder diesen Van gegangen. Es gab kein Zurück mehr. Ich meine, es wurde abgetrennt. Ich möchte Anne Bayford in der Show willkommen heißen. Wie geht's, Anne? Mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht es sehr gut. Vielen Dank, dass du in die Show gekommen bist und deine interessante Lebensgeschichte mit uns teilst. Es ist faszinierend. Du hattest nicht nur eine Nahtoderfahrung, sondern anscheinend mehrere. Die erste Frage ist, was machst du falsch? Du musst damit aufhören. Du stirbst viel zu oft in einem Leben. Normalerweise hat man nur eine. Und wenn man von dieser zurückkommt, ist man ein Experte. Jetzt machst du schon drei, glaube ich. Also, wir werden darüber sprechen und wir werden gleich darüber sprechen. Aber meine erste Frage ist, wie war dein Leben vor deiner Nahtoderfahrung? Wo fangen wir an? Ach du meine Güte. Okay, schauen wir mal. Als Kind, als Baby, hat meine Mutter immer gesagt, dass etwas ein wenig anders an mir war. Schon als Baby sagte sie, dass die Wiege schaukelte, aber niemand im Raum war, offensichtlich. Daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Und dann erinnere ich mich, dass ich bis in die Zeit zurückgehen kann, als ich Windeln trug. Als ich nur ein paar Monate alt war, erinnere ich mich an viele Details, wo wir gewohnt haben, was mir immer gesagt wurde, es sei unmöglich, du warst ein Baby. Dann habe ich immer Leute gesehen, die durch Wände gingen und habe Gespräche mit Tieren geführt, wie man es eben tut. Alex, denkst du nicht, dass das seltsam ist, wenn du ein Kind bist, du denkst, es ist normal? Nun, alles. Als Kind nimmst du deine Umgebung und Umstände als normal wahr, da du keinen anderen Bezugspunkt hast. In einem missbräuchlichen Haus denkst du, dass es normal ist. Reich oder arm zu sein scheint normal. Lebst du am Meer auf einem Boot, denkst du, das macht jeder, oder? Es ist also sehr ähnlich. Während deiner Kindheit, als du aufgewachsen bist, denkst du wahrscheinlich als Kind, oh, sieht nicht jeder Leute durch Wände gehen, das ist normal. Und hört Tiere, wissen sie das Dr. Dolittle ähnliche Ding. Aber nach einem bestimmten Punkt hatten sie einen Bezugspunkt und dachten, Moment mal, was passierte, als diese Realität der Welt sie traf? Ja, es ist etwas seltsam. Wenn du das komische Kind in der Schule bist und die anderen Kinder aufhören, dich zu ärgern, weil du mit Würmern und anderen Kreaturen sprichst und auf dem Spielplatz bist, während sie verschiedene Spiele wie Fangen oder was auch immer damals gespielt haben. Und ich erinnere mich, dass ich ein Kind war, das Legasthenie hatte, aber ich liebte es zu lesen. Ich ging in die Bibliothek, nahm den Einkaufskorb meiner Oma, um ihn mit Büchern zu füllen, aber ich wollte nie, ich hatte die Kinderbücher durch. Ich erinnere mich, dass ich mit der Bibliothekarin sprach. Ich war etwa 9 Jahre alt oder sogar jünger, 7 etwa. Ich wollte mehr lernen. Ich war fasziniert von den Pyramiden und allem, was mit Geschichte zu tun hatte, und ich passte einfach nicht rein. Und ich erinnere mich, dass ich immer außen vor war. Als ich älter wurde, sagte meine Mutter, die Leute werden denken, du bist komisch. Es ist nur deine Fantasie. Ich erinnere mich, wie seltsam ich mich fühlte. Mein erstes Haustier war eine Schlange. Ich war das einzige Kind in der Gegend, das Reptilien mochte. Ich nahm die Schlange überall hin mit und ich passte einfach nicht rein. Ich passte nirgendwo rein. Ich war einfach nicht das Typische, das weibliche Mädchen, was auch immer. Kind. Und dann erinnere ich mich, dass ich etwa 15 oder 16 war. Und meine Mutter sagte zu mir, es war wie sie war ein paar Mal verheiratet gewesen. Unsere Erziehung war sehr lustig, mit verschiedenen Religionen. Ein Vater ist italienischer Katholik, der andere ein jamaikanischer Rastafari und der dritte hat Buddhismus studiert. Wir hatten mal Geld, dann waren wir wieder sehr arm. Es war also sehr seltsam. Aber sie hatte mir gesagt, dass, wenn ich nicht aufpasse, sie mich einsperren und in eine Nervenheilanstalt stecken würden. Und so, dann dachte ich, oh, ich muss meinen Mund halten. Und das war schwierig, weil ich dachte, es muss etwas mit mir nicht stimmen. Und ich dachte, na ja, vielleicht bilde ich mir das ein. Vielleicht ist das meine Fantasie und ich konnte es nicht verstehen. So ist es passiert. Und gerade als ich erwachsen wurde und arbeitete, hörte ich immer noch Tiere sprechen und ich dachte, die Leute könnten auch Tiere hören. Als ich noch ein Kind war, habe ich im Fernsehen ein Programm mit dem berühmten Moderator Johnny Morris gesehen. Er sprach mit Tieren und schien zu verstehen, was sie sagten. Diese Erinnerung begleitete mich, als ich später Tierpfleger wurde.
Es war enttäuschend zu realisieren, dass nicht jeder die Tiere sprechen hören konnte. Ich war etwa 19 und ich erinnere mich, dass Johnny Morris kam und für mich war es wie, oh mein Gott, Kindheit, weißt du, wann auch immer. Und ich fing an, mit ihm zu reden und ich kümmerte mich um die großen Katzen, Löwen und Tiger und so. Und ich liebte es. Und ich erinnere mich, dass er ein Voice-Over für etwas machte. Und ich sagte zu ihm, kannst du hören, was sie sagen? Und er sagte, oh nein, sie sprechen überhaupt nicht. Und ich sagte, was willst du damit sagen, dass du nur so tust, als würdest du sie sprechen hören? Er sagte, niemand hört Tiere sprechen. Ich sagte, aber ich tue es. Ja, was auch immer. Das war's dann. Dann meinte er, okay, ich muss los. Ich brauche einen Kaffee. Psychologisch muss das wirklich schwer gewesen sein, damit aufzuwachsen. Ich halte mich auch für ein bisschen seltsam. Ich wurde Filmemacher, als niemand verstand, was ein Filmemacher wirklich macht. Und meine Eltern verstehen wohl immer noch kaum, was ich tue, geschweige denn jetzt, wo ich auch Podcaster bin. Da denke ich, was für ein Pod? Was? Überlebst du? Ich so, es geht. Ich war auch immer ein bisschen außen vor. Die meisten fühlen sich so, aber das hier ist ein ganz anderes Level. Um fair zu sein, du läufst mit einer Schlange herum. Du machst es dir wirklich nicht leichter. Ich dachte, das wäre normal. Alex, der ein Kaninchen wollte. Wir hatten früher Pferde. Hunde und Katzen sind etwas langweilig. Also ja. Psychologisch gesehen, während du weiter in deine Vermutungen gehst, muss es schwierig gewesen sein, nur mit allgemeinen Beziehungen umzugehen. Und dann auch die Unterdrückung davon ist im Grunde genommen, als würdest du einen wütenden Drachen, wenn du so willst, in dir zurückhalten, was ich von so vielen verschiedenen Leuten höre. Wenn du versuchst, etwas zu sein, das du nicht bist, ist es wirklich schwer, damit umzugehen. Also, wie hast du das alles verarbeitet? Nun, ich habe als Mensch einen schlechten Job gemacht. Ich habe es nicht gut verarbeitet. Ich meine buchstäblich. Es ist kompliziert. Aber es gab eine Zeit, in der ich viele Fehlgeburten hatte. Und ich dachte, mein Gott, was ist los? Und ich landete schließlich in einer psychiatrischen Klinik. Und genau das ist mir passiert. Ich war nicht lange dort, aber ich erinnere mich daran, dass ich eingewiesen wurde, weil ich Stimmen hörte. Und ich dachte, aber das ist jetzt normal. Wenn wir sagen, jemand hört Stimmen, dann sind sie wahrscheinlich hellsichtig oder ein Medium oder was auch immer, oder sie sind ein Kanal, wir akzeptieren, dass es jetzt normal ist. Gott sei Dank. Aber früher, weil ich 57 bin, aber früher war es so, ich erinnere mich, wie ich mit dem Arzt sprach und so fühlte ich mich und ich versuchte, meine Welt zu verstehen. Als Kind hatte ich viel Geld, kein Geld und es passierte so viel und ich kannte niemanden, der das durchgemacht hatte, was ich durchgemacht hatte. Und so dachte ich, na gut, ich bin also unnormal. Ich erinnere mich, in dieser psychiatrischen Abteilung gewesen zu sein. Das könnte dich zum Lachen bringen, vielleicht auch nicht. Und ich saß da und dachte mir, wie zum Teufel komme ich hier raus? Denn ich fühle mich nicht verrückt, aber ich bin umgeben von all diesen Leuten, die verrückt sind. Kennst du den Film Einer Strahlend. flog über das Kuckucksnest? Also dachte ich mir, dieses Motelding mit Jack Nicholson, wo er im Shining hackt? Ja, genau. Ich erinnere mich, wie ich da saß und dachte, wie komme ich hier raus? Dann hörte ich diese Nachricht. Sie sagten, und das war von außen. Wenn ich das meinen Schülern beibringe, sagen sie, es ist extern, also nicht in meinem Kopf. Sie sagten, tu so, als würdest du uns nicht hören. Und ich dachte nur, oh, okay. Erinnere mich, als ich den Arzt sah, als ich kurz dort war, und ich sagte, mir geht's gut, mir geht's gut. Ich hatte nur eine Stressepisode, mir geht's gut, ich bin jetzt wieder normal. Und das war der einzige Weg, da rauszukommen. Durch all diese Erfahrungen mit anderen, die Ähnliches durchgemacht hatten wie ich, wurde ich später Berater und habe mich in KVT, kognitive Verhaltenstherapie, ausgebildet. Jede Tragödie, jedes Drama aus meiner Kindheit oder meinem Erwachsenenleben begann ich zu verarbeiten, weil ich das Gefühl hatte, dass es einen Zweck gibt, warum ich hier bin. Und es hat mich genervt. Ich wusste nie, warum oder was ich tun sollte. Deshalb finde ich jetzt bei Klienten, die zu mir kommen, oder Sternensaaten oder Menschen, die Stimmen hören und keinen Sinn darin sehen, oder Menschen, die viel Trauma erlebt haben. Ich habe alles überlebt. Und ich sagte,
du kannst es auch überleben. Wenn ich meine Kindheit überleben konnte, kannst du es auch mit all dem Missbrauch und allem, was passiert ist. Und so entschied ich mich, Berater zu werden. Und das tat ich. Ich wurde Berater und Therapeut, um denen zu helfen, die Ähnliches durchgemacht hatten wie ich. So habe ich es überlebt. Und dann, als ich die Unfälle durchmachte, war ich eine Weile behindert. So schien es zu sein. Ich lachte. Jetzt fühlt es sich ein wenig so an, als wäre es meine Lebensschule gewesen. Ich musste all das durchmachen, um an diesem Punkt zu sein, an dem ich jetzt stehe, um andere zu verstehen und mich mit ihnen zu verbinden. Es war also eine Art Reise, Alex, aber ich bin noch nicht bereit zu gehen. Ich kehre immer wieder zurück. Und weißt du was? Das Einzige, was wir tun können, ist, diese Kämpfe fortzusetzen. Herausforderungen als Wege zum Wachsen sehen. So wächst man. Man muss herausgefordert werden und durch Dinge gehen, um zu wachsen. Erstens, niemand kommt hier lebend raus. Du bist der lebende Beweis dafür. Keiner von uns kommt hier lebend raus. Aber zweitens, niemand geht dorthin ohne Kampf oder Konflikt. Das ist der Zweck dieser Schule, uns durch all das zu führen. Es ist ein Tool. Ja, es ist auf Doktoratsniveau. Doktoratsniveau, wohlgemerkt, das ist keine Grundschule oder Kindergarten. Aber die Sache ist, wenn ich mit meinen jetzigen Klienten spreche und auf mich selbst schaue, geht es durch diese dunkelsten Momente. Es geht darum zu lernen, nicht zu kämpfen, sondern zu wissen, dass man durchkommt. Man muss im Moment präsent sein, um es vollständig zu absorbieren. Diejenigen, die es ignorieren. Es gibt diejenigen, die nicht erwacht sind oder diejenigen, ich weiß nicht, eine Person, die kein Problem hat. Als Berater und Medium werde ich diese Leute treffen, richtig? Ehrlich gesagt, durchläuft jeder etwas im Leben. Aber was ich tue, ist, ihnen zu helfen, es umzudrehen, zu sehen, dass dies dein Seelenwachstum ist. Hier wächst du. Hier transformieren sich die Dinge und du überwindest, was dir passiert ist und halte einfach durch, dass du das schaffen kannst. Und ich weiß, dass das mein Zweck ist. Und das mache ich jeden Tag mit meinen Klienten. Du bist aus einem Grund und mit einem Zweck hier. Und was auch immer du lernst, was auch immer deine Erfahrung ist, wir sind hier, um allen anderen zu helfen. Es geht nicht nur darum, es für sich selbst zu tun. Und ich bin raus und mir geht's gut. Es geht darum, allen zu helfen. Wir sind hier, um der Menschheit zu helfen, jeder von uns. Predige, Mädchen, predige. Ich würde es lieben. Es ist wunderbar. Lass uns über die Nacht oder den Tag sprechen, an dem du deine Nahtoderfahrung hattest. Erzähl mir, was passiert ist. Der Tag davor oder die Nacht davor. Ja, okay. Richtig. Also, ich hatte 2 Kinder. Ich habe immer noch 2 Kinder. Was rede ich da? Sie sind jetzt erwachsen. Sie sind etwa 27, 29. Es ist so. Sie sind für immer deine Kinder. Aber jetzt sagen Sie mir, was ich tun soll. Also ist es ein bisschen anders. Aber damals waren Sie 7 und 5. Und es ist wie bei uns allen, wenn wir den 9 bis 5 Job hetzen. Man muss Rechnungen bezahlen. Und in deiner Beziehung läuft etwas. Du bist unglücklich und es passiert so viel. Und du fühlst dich zerrissen und in verschiedene Richtungen gezogen. Und ich erinnere mich an diesen Morgen, als ich mich beeilte, die Kinder für die Schule fertig zu machen und ich zur Arbeit musste, weil ich natürlich über die Runden kommen und die Rechnungen bezahlen musste und alles. Und es ist so, wie bei uns allen, man verfängt sich dann in den Details, wie man denkt, dass die Zeit immer versprochen ist. Man denkt immer, dass einem der nächste Atemzug garantiert ist. Ja. Und man denkt, man kann Dinge aufschieben oder später erledigen. Hätte ich gewusst, dass an dem Tag davor, dass ich meinen Sohn oder meine Tochter für etwa 4 Jahre nicht ins Bett bringen könnte, weil ich nicht laufen konnte, dann hätte ich die Dinge anders gemacht. Also, in der Nacht vor dem Unfall, er hat ein Hochbett. Mein Sohn und meine Tochter hatten ihr eigenes Zimmer und ich gehe hoch und lese ihnen eine Geschichte vor. Selbst am Abend davor war ich wegen meines Jobs verärgert und nicht wirklich im Moment, als ich ihnen diese Geschichten vorgelesen habe. Was mich bis heute schmerzt, dieses Gefühl trage ich immer noch mit mir. An dem Tag, als es passierte, habe ich sie in Eile ins Auto gebracht und zur Schule gefahren. Sie sind 5 und 7 Jahre alt. Ich erinnere mich, ich habe sie auf die Stirn geküsst. Aber ich war in Eile, also habe ich das nicht wirklich gespürt.
Ich war nicht in diesem Gefühl. Ich war in Eile, also meine Lippen küssten nur ihre Stirn. Tschüss, muss los, bis später. Und das war's. Und dann weg. Ich war nicht wirklich in diesem Gefühl. Ich hatte keinen Augenkontakt mit ihnen, habe sie nicht gehalten oder so. Das schmerzt mich heute wirklich. Ich erinnere mich, dass ich es eilig hatte, als ich in den Zug stieg und sie in der Schule waren. Und wir denken immer, es sei selbstverständlich. Ich arbeitete an einem Projekt in London für ein Patenschaftsprogramm für ältere Menschen. Meine Aufgabe war es, die Wohltätigkeitsorganisation aufzubauen und Freiwillige zu gewinnen, die den Senioren Zeitungen vorlesen oder Gesellschaft leisten. Ich genoss die Arbeit sehr, koordinierte sie und besuchte die älteren Menschen. An einem Tag musste ich einen besorgten Brief an die Sozialdienste über eine bestimmte Klientin schreiben, die niemanden zu Besuch hatte. Die Taschen der Gesellschaft werden einige heruntergekommene Gebiete gentrifiziert. Familien müssen ausziehen, da sie sich das Leben dort nicht mehr leisten können. Dies geschieht gerade in einem Teil Londons. Ich erinnere mich sehr genau an diesen Tag, ungefähr um 2 Uhr, als ich dachte, ich muss das erledigen. Nicht per E-Mail, sondern ein Brief im Umschlag. Ich erinnere mich, dass ich dachte, ich muss jetzt los, es eilt. Den Brief abschicken und die Kinder abholen. Immer voraus in unseren Gedanken sein. Und als ich das Gemeindezentrum verließ, gab es einen 0100-Club. Alle Älteren sagten, Tschüss, Anne, bis morgen, bla bla bla. Ja, tschüss. Dann verließ ich das Büro, lief die Straße entlang und in meinem Kopf schwirrten 100 Gedanken. Soll ich den Zug nehmen oder die Straße überqueren? Den Brief einwerfen? Eine Zeitung für die Zugfahrt kaufen? Wie spät ist es? Mein Kopf war überall. Ich bin schon vom Zuhören erschöpft. Ich kann mir vorstellen, wie du dich gefühlt hast. Mach weiter. Mama. Was soll ich sagen? Oder arbeite deine Männer machen? Ich weiß. Okay, cool, da bist du dann. Weißt du? Du denkst ans Abwaschen und ans Abendessen. Und, weißt du? Und ich war nicht im gegenwärtigen Moment. Ich erinnere mich, dass ich zum Zebrastreifen kam, dem Fußgängerüberweg im Vereinigten Königreich, in London, im geschäftigen Zentrum. Es war die Essex Road in Islington, einem Teil von London. Ich erinnere mich, dass ich dort ankam und dachte, okay, jemand hatte den Knopf gedrückt. Und ich dachte, wenn sie den Knopf gedrückt haben, dann wird es grün und du kannst drüber gehen. Ich mache das jetzt. Ich habe mich entschieden. Ich ging los, es gab eine Mittelinsel und ich erinnere mich, dass einige Leute neben mir und hinter mir waren. Ich glaube, wir waren insgesamt etwa 5 Personen. Und dann, zu der Zeit meditierte ich nicht, hatte keinen Kontakt zu meinen spirituellen Führern. Ich hörte Informationen, wusste aber nicht, dass wir Führer haben. Doch ich dachte immer, jemand passt auf mich auf, wie meine verstorbene Oma, die starb, als ich jünger war. Und als ich auf diesem Zebrastreifen in der Mitte der Straße stand, hörte ich die Stimme meiner Oma. Nun, sie kümmerte sich um mich, bis ich 15 war, weil ich aus meinem häuslichen Umfeld herausgenommen wurde. Sie kümmerte sich um mich, weil es zu Hause schwierige Zeiten gab. Also war ich damals 37 oder so. Und ich hörte ihre Stimme und alles wird gut. Und ich dachte, was ist los? Und ich erinnere mich, dass ich über die Straße musste. Soll ich den Brief abschicken oder die Zeitung kaufen? Wenn ich den Brief abschicke, gehe ich gerade über die Straße. Wenn ich die Zeitung kaufe, muss ich schräg gehen. Das dachte ich, während ich sie immer noch hören konnte. Und das war's. Der Mensch. Das war's. Ich habe nichts gehört oder gesehen. Das war's, was passiert ist. Etwas ist passiert. Sie sagte, kauf die Zeitung. Jetzt. Weil sie gesagt hatte, hol die Zeitung. Ich änderte meine Richtung leicht. Ich war in einem Winkel, also war ich nach rechts abgewichen und zum Glück hatte ich die Straße im rechten Winkel überquert und war nicht geradeaus gegangen. Später sagte die Polizei, wenn ich geradeaus gegangen wäre, wäre mein Kopf durch die Windschutzscheibe dieses Vans gegangen und es gäbe kein Zurück. Ich meine, es wäre abgetrennt worden. Ich meine, ich kenne mich. Ich hätte den Kopf unter den Arm genommen. Ich hätte gesagt, ich bin bereit, lass uns weitermachen, zurück ins Leben. Aber so ist es nicht passiert, oder? Beim Überqueren ging ich im rechten Winkel. Und der Van hat mich auf der linken Seite erwischt. Ich habe es überhaupt nicht gespürt. Ich habe nichts gefühlt. Als sie sagte, alles wird gut, hol die Zeitung, das war's. Das muss der Moment gewesen sein, als der Van mich traf und ich prallte ab. Es warf mich über den Boden, vielleicht so ungefähr 30 Fuß oder so. Dann war ich gebrochen, mein Becken und mein Knie waren gebrochen. Ich hatte große Schmerzen. Ich habe den Knorpel im Knie gerissen, 7 Fußbrüche gehabt. Mein Knöchel war gerissen, die Achillessehne beschädigt. Operationen waren nötig. Meine Nieren waren verletzt und bluteten intern. Meine Milz war beschädigt, meine Nieren bluteten. Meine Rippen auf beiden Seiten waren gebrochen.
aber ich habe meinen Kopf nicht getroffen, das war gut. Doch ich war weg, einfach weg. Ich wusste nicht, dass mir das passiert war. Ich wusste nicht, was passiert war. Der nächste Moment, an den ich mich erinnere, war, dass ich auf etwas hinunterblickte. Aber ich wusste nicht, dass es mein Körper war. Ich spürte alle Emotionen und die Energie der anderen, konnte alles fühlen und sah, dass sie besorgt und in Panik waren. Und da war eine Frau, die einen Friseursalon auf der anderen Straßenseite besaß. Sie kam herausgerannt und rief, dass sie ein Handtuch habe, um es unter den Nacken zu legen. Die Leute warnten davor, sie nicht anzufassen, und dann erkannte ich, dass ein Familienmitglied da war. Er war aus der Post gekommen und hatte mich auf dem Boden gesehen. Seine Gesichtsfarbe änderte sich von rosa und fleischig zu weiß oder weißlich-grau. Er stand einfach nur schockiert da und rief dann meinen Partner an, der die Straße hinaufarbeitete. Ich erinnere mich auch, dass ich dort saß, weil es den gesamten Verkehr auf der Straße zum Stillstand brachte, wie du dir vorstellen kannst. Dumme Frau wurde umgefahren. Wie konnte sie nur? Das hörte ich. Dieser Typ war in seinem Lastwagen, einem großen LKW. Er sprach mit seinem Chef und rannte. Dann spricht er darüber. Es lief etwas im Radio, dem Capital Radio, das damals der Radiosender in London war. Die ganze Straße war gesperrt, um diese Person per Lufttransport nach einem Verkehrsunfall abzuholen. Ich hörte Sirenen im Hintergrund. Während ich in der LKW-Kabine war, sprach dieser Typ über mich. Plötzlich schwebte ich über dem Körper und spürte ihre Energie. Zu keinem Zeitpunkt verspürte ich Schmerz. Während all dem erinnere ich mich, dass ich das fühlte. Ich fühlte dieses warme weiße Licht um mich herum im März 2002, am 11. März. Obwohl es kalt im Vereinigten Königreich war, spürte ich keine Schmerzen. Es fühlte sich an, als wäre ich in einer kreisförmigen Bibliothek. Diese Erfahrung ist mir vertraut, da ich jetzt akashische Lesungen mache und mit dem Galaktischen Rat arbeite. Es war, als ob ich schon vor 20 Jahren wusste, dass ich diese Arbeit machen würde. Ich erinnere mich an lange Korridore mit vielen Büchern und Schriftrollen. Es war wie mein Schicksal. Danke. Ich habe gerade gehört, Entschuldigung, Sie sind gerade reingekommen. Es war ein bisschen wie das, was sich für mein Gehirn sicher anfühlte. Also zeigten sie mir die Bücher und so. Und ich erinnere mich, die Bücher waren geöffnet. Ich erinnere mich, dass ich einen Führer hatte. Ich wusste damals nicht, dass es ein Führer war, aber bei der Arbeit, die ich jetzt mache, stand mein Führer an meiner Seite, und als das Buch sich öffnete, fühlte es sich magisch an. Dinge kamen heraus und enthüllten mein Leben, meine Reise, meine Seele. Schriftrollen wurden entrollt, und es war wie ein großer Plan, nicht auf Papier, sondern etwas, das sie präsentierten. Ich denke, sie nannten es den Architekten meines Lebens. Es gab einen Plan, woher ich komme. Danke. Entschuldigung, Sie sind auch hier. Tu einfach so, als wären sie nicht da. Tu einfach so, als wären sie nicht da. Wie vorher gesagt, tu einfach so, als würdest du sie nicht hören. Wenn ich so tue, als wären Sie nicht da. Gib mir einen Schubs. Aber Sie wissen, dass ich ein bisschen nervös bin, also geben Sie mir Hinweise. Es war wie eine Schriftrolle, wie ein Bauplan meiner Seele, meiner Reise. Sie zeigten mir auch Dinge aus vergangenen Leben. Am Ende wurde ich ein Praktiker für vergangene Leben. Jetzt, wo ich darüber lerne, verstehe ich, dass unsere Seelen wie auf einer Wiederholungstaste sind, wie eine Waschmaschine, die immer wieder rund läuft. Sie sagten, es geht um unsere Seelenmission in jedem Leben, das wir hier sind. Es ist für uns, die Lektionen anzuschauen, warum wir hierher gekommen sind, wen wir treffen sollen und warum sie bestimmte Dinge in unserem Leben auslösen. Also erinnere ich mich, dort in diesem Licht gewesen zu sein und auch, dass meine Oma dort war. Nun, ich habe das bisher nicht wirklich erwähnt, aber ich erinnere mich, dass dort auch Engel waren, weil ich wusste, dass sie da waren, um mich zu beschützen, Erzengel und so. Offensichtlich sollte ich nicht sterben. Sie sollten kommen, um mich zu beschützen, dass ich hier für einen großen Zweck, eine große Mission bin. Und ich erinnere mich, dass alles, was ich je durchgemacht hatte oder die Arbeit, die ich getan hatte, all die Arbeit, die ich getan hatte, dazu bestimmt war, mir zu helfen, die Person zu werden, die ich jetzt werde und die Person, die ich in der Zukunft sein werde. Und sie sagten, dass es so etwas wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht gibt. Es ist das, was der Mensch als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sieht.
Oh, sie sagten, sie mögen dich, Alex. Du verstehst das. Es geht um die Dimensionen. Ja, sagten sie. Also verstehst du. Oh, das gefällt ihnen. Sie haben deine Arbeit gesehen. Ich nicht. Entschuldigung. Sie lieben das. Es tut mir leid. Sie mögen dich, Alex. Er hat ein Verständnis für die Dimensionen und Raum und Zeit. Er versteht es vollkommen. Okay, gut. Also, ja. An diesem Tag wurde mir all diese Informationen gezeigt und ich konnte alles spüren. Die ganze Energie fühlen wurde sehr mächtig und sehr stark. Aber ich erinnere mich daran, nach unten zu schauen und ich habe nicht einmal realisiert, dass ich es war, Alex. Ich wusste nicht, dass ich gestorben war. Ich wusste nicht, dass das, was ich erlebte, das war, was ich erlebte. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und ich erinnere mich nur daran, nach unten zu schauen, was da vor sich ging. Und es war fast wie in dem Film Scrooge, wo er hinschaut und zu verschiedenen Teilen seines Lebens geführt wird. Es ist ein viktorianischer Dickens, ein Dickens. Aber ist das mehr eine Lebensrückschau? Nein, keine Lebensrückschau. Nun, nachdem ich in den Akasha-Chroniken war, fühlte es sich an wie eine Lebensrückschau, die mir zeigte, woher ich kam und was mir im Leben widerfahren ist. Es gab Momente häuslicher Gewalt und auch Missbrauch. Während des Missbrauchs schaltete ich mich ab, ohne zu bemerken, dass sie immer präsent waren. Mein Ziel ist es, Menschen zu helfen, indem sie erkennen, dass sie Führer haben und Unterstützung erhalten. Dadurch wird es einfacher, die Herausforderungen des Lebens zu bewältigen. Ich war 4 Jahre danach behindert, lernte wieder zu gehen und was ich durchgemacht hatte. Ich begann mich zu öffnen und währenddessen zu meditieren, um nach dem Unfall besser zu werden. Aber wenn wir mit dem Wissen aufwachsen, dass es mehr gibt als das, was wir sehen, dass es nicht nur das ist, was wir in unserer 3D-Welt sehen, bin ich sicher, dass wir unser Dasein viel einfacher, viel besser bewältigen würden. Also werden sie mir alles zeigen. Doch erst als mein Partner, mein Ex-Partner, die Straße hinunterlief, meinen Kopf berührte, erkannte ich, woran er dachte, wie er sich um Rebecca und Nathan kümmern würde. Nicht, oh, sie ist tot. Wie soll ich das schaffen? Es dreht sich alles um mich. Es dreht sich alles um mich. Ja, naja, er ist sowieso ein Narzisst, also sollte ich nicht sagen, dass ich fertig bin, mir geht's gut. Ich habe das in der Therapie bearbeitet, sollte das loslassen. Das ist toll. Es hat mich gut gelehrt. Das ist meine menschliche Lebenserfahrung. Als er meinen Kopf streichelte und das hörte, dachte ich, wow. Dann hörte ich die Krankenwagen kommen und sie hatten meine Kleidung zerschnitten und meinen Brustkorb mit Elektrizität behandelt. Siehst du das alles? Siehst du das alles? Ja, zuerst habe ich nichts gespürt. Ich habe alles gesehen, was passiert ist. Den Sanitäter und das Fahrrad sah ich ankommen, von meinem Standort aus. Ich erkannte den Krankenwagen, doch ich empfand nichts. Erst als sie mein Herz mit dem Defibrillator paddelten, sprang es irgendwie zurück. Dann fühlte ich so viel Schmerz. Während ich das in meinem Körper nicht fühlte, wurde mir trotzdem so viel gezeigt und gesagt. So viel. Ich war glücklich, an diesem Ort zu sein, wo ich mich zugehörig fühlte. Es war anders als in der 3D-Welt, wo ich mich nicht abnormal oder verrückt fühlte. Ich wollte dort bleiben, aber mir wurde ständig gesagt, dass ich eine Mission habe und zurückkehren muss. Ich wollte nicht zurück. Als ich dann in meinen Körper zurückkam, fühlte es sich an wie die Wasserrutsche im Freizeitpark. Ich wirbelte herum, rutschte hinunter und landete wieder in meinem Körper, wo ich den Schmerz spürte und vor Schmerzen schrie. Auf dem Weg ins Krankenhaus im Krankenwagen verlor ich buchstäblich das Bewusstsein, immer wieder wegdriftend und die Decke des Krankenwagens sehend. Ich sah es. Als ich zum Notfallteam gebracht wurde, arbeiteten 3 Teams an mir. Wenn ich voll präsent gewesen wäre, hätte ich gedacht, oh mein Gott, sie schneiden meinen BH ab. Ich bin nackt. In diesem Moment wäre ich verlegen gewesen, das normale menschliche Ding, richtig. Doch ich war über meinem Körper, schaute nach unten und spürte die Spannung. Du warst also irgendwie zwischen den Zuständen, weil es scheint, als hättest du einen Fuß drin und einen Fuß draußen, weil du in deinen Körper zurückgeworfen wurdest, aber als das geschah, warst du immer noch irgendwie über deinem Körper. Es war eine außerkörperliche Erfahrung. Das Herz schlug noch, aber es fühlte sich an wie eine außerkörperliche Erfahrung. Ich konnte auf das Team herabblicken und in alle Teammitglieder hineinfühlen, was sie empfanden. Ängstlich dachten sie, sie würden mich verlieren. Also mein ganzer Körper wurde gescannt und es gab so viele Brüche. An einem Punkt, die Milz, ich meine 40, ziemlich schnell, um den Körper zu treffen.
Die Organe bewegten sich noch, also mussten sie warten, bis sich das Organ beruhigt hatte und konnten nichts reparieren. Es war buchstäblich zerschlagen und gequetscht. Dann haben sie alles abgetrennt und mich auf die Intensivstation gebracht. Ich war eine Weile dort und erinnere mich an die Krankenschwester, die sich um mich kümmerte. Sie sagte, es gab Momente. Sie sagte, ich konnte sehen, wie deine Hand sich zusammenzog. Ich fragte, wo ist meine Oma? Sie antwortete, hier ist niemand. Meine Oma, die starb, als ich 15 war, war in Geisterform die ganze Zeit an meiner Seite. Also ja, es war eine gute Erfahrung. Alex, es klingt fantastisch. Es klingt wunderbar. Ein Teil der Geschichte klingt fantastisch, der andere weniger. Alles hängt davon ab, wie man es betrachtet. Es ist eine Frage der Perspektive. Es dreht sich alles um Perspektive. Du hast ein wenig über vergangene Leben erwähnt. Hattest du Zugang zu einem deiner vergangenen Leben? Und wenn ja, wie haben diese dein aktuelles Leben beeinflusst? Ja, also mir wurde ein früheres Leben gezeigt, in dem der Partner, den ich, weil ich mache keine Numerologie, aber ich arbeite mit einem Numerologiepraktiker zusammen. Und es war lustig, mein Ex-Partner, er ist eine Acht. Und es gab etwas Unausgeglichenes mit Geld und solchen Sachen. In meinem Leben war er sehr geizig mit Geld. Sehr geizig mit Geld. Und es war kontrollierend. Er benutzte das, um mich zu kontrollieren. Und auf eine Weise, dass ich das Gefühl hatte, nichts erreichen zu können. Also, er war einer von denen, die sagten, oh nein, du solltest besser nicht auf der Autobahn fahren, es wird einen Unfall geben, oder nein, du kannst das nicht tun. Nein, du kannst jenes nicht tun. Also zweifelte ich in gewisser Weise an allem, was ich jemals tat. Jetzt, in einem früheren Leben, ist es interessant, also mache ich das jetzt als Rückführungstherapeutin, aber wir kommen in Seelenpods und jede Seelenpod, deine Familieneinheit, spielt bestimmte Rollen in deiner Seelenentwicklung. Ich habe das gerade gehört, also Seelenentwicklung. Also, sie können in jeder Lebenszeit viele verschiedene Formen und Gestalten annehmen. Also, ob du als Mann oder Frau zurückkommst, spielt überhaupt keine Rolle. Es geht nur um deine Seele, nicht um dein Geschlecht. Und in einem Leben könntest du deine Mutter als deine Tochter haben oder was auch immer, Bruder oder Schwester, was auch immer. Also in meinem früheren Leben war es so, mein Ex-Partner, der in dieser 3D-Welt war, kommt aus der viktorianischen Zeit zurück, wo er jemand war. Ich war ein Kind, ich war ein Schornsteinfeger, ich war ein kleiner Junge und ich war, okay, danke. Sie erinnern mich gerade an etwas. Ich war ein kleiner Junge, der gezwungen wurde, die Schornsteine hochzuklettern. Und dann würde ich ihm das Geld geben, das ich verdiente. Und in diesem Leben waren meine Kinder, die jetzt hier sind, mein Bruder und meine Schwester in ihrem vorherigen Leben. Jetzt. Der Grund, warum das wichtig ist, weil später im Leben, wie in diesem Leben, sah ich Dr. Brian Weiss für eine Rückführungssitzung mit ihm. Er schrieb Viele Leben, viele Meister. Dr. Brian Weiss. Dann habe ich bei ihm eine Ausbildung gemacht, was sehr seltsam war. Das war etwa 10 Jahre später. Und ich hatte in diesem Leben, diesem 3D-Leben, wie wir es nennen, ein Problem mit meinen Lungen, Asthma. Die Krankenhäuser konnten nicht herausfinden, was mit meinen Lungen los war. Sie haben Röntgenaufnahmen und Scans gemacht und meine Lungen waren ziemlich beschädigt. Mir wurde eine Diagnose gestellt und sie sagten, oh, wenn du ein bestimmtes Stadium erreichst, wirst du auf Sauerstoff angewiesen sein, du kannst nicht atmen, rausgehen oder bestimmte Dinge tun. Und sie haben mich als behindert eingestuft. Mein Verstand dachte, oh, ich habe diese Lungenkrankheit. Jeden Morgen wachte ich auf und fühlte mich krank, unfähig, das Bett zu verlassen. Das weckte mein Interesse, denn man sagte mir, dass man diese Krankheit nur bekommt, wenn man in den letzten 20, 30 Jahren 1000 Zigaretten pro Tag geraucht hat. Da ich nie geraucht hatte, suchte ich verschiedene Fachleute auf und erkundigte mich im medizinischen Bereich. Sie verstanden nicht, wie das passiert war. Ich war ziemlich krank und erlebte mein zweites Nahtoderlebnis, als meine Lunge kollabierte. Deshalb folgte ich Dr. Brian Weiss, da ich dachte, es käme von irgendwoher. Warum passiert das? Während des Wochenendworkshops in London wurde bekannt, dass ich ein Schornsteinfeger war. Durch das Schornsteinfegen hatte ich den Ruß eingeatmet, was meine Lungen schädigte. Als Praktiker für vergangene Leben entdecke ich solche Zusammenhänge. Manche Klienten haben anhaltende medizinische Probleme oder wiederkehrende Traumata. Wir betrachten es und manchmal ist es einfach buchstäblich ein vergangenes Leben. Wenn man das anerkennt, löst es sich nicht auf, wird aber ein Teil von dir, den du akzeptierst. Jetzt sollte ich versteigert werden, aber das passiert nicht, da ich dachte, das würde nie geschehen. Es wird mich nicht beeinflussen. Ich hatte 2 Jahre. Ich war zu Hause mit Höhenangst. Ich verließ mein Haus nicht aus Angst vor einem erneuten Lungenkollaps.
Doch ich habe daran gearbeitet und dachte, nein. Ich schaute Dr. Bruce Lipton, Greg Braden, Jodie Spencer. Ich habe mir ihre Arbeit angesehen und es half mir zu verstehen. Aber als ich erkannte, dass mein Ex Teil meiner vergangenen Lebenserfahrung war, begann ich meine Reise zu verstehen. Es ging darum, Geld zu verdienen und finanziell unabhängig zu werden. Es war der Glaube an mich selbst, um voranzukommen. Jetzt bin ich ziemlich erfolgreich in meiner Arbeit, da ich anderen helfe, das zu entwirren. So baue ich jetzt andere Geschäfte auf, habe mich von dieser Beziehung entfernt. Ich erkannte, dass das die Rolle war, die er in diesem Leben spielte. Wenn wir also jemanden treffen, der missbräuchlich oder toxisch ist, müssen wir tiefer blicken. Es zeigt uns eine Lektion, die uns lehrt, voranzukommen, einen Weg zu finden und sein eigenes Leben zu leben. Man lernt aus dieser Erfahrung. Nun, Sie erwähnten, dass Sie 2 weitere Nahtoderfahrungen hatten. Ohne ins Detail zu gehen, gibt es etwas, das Sie teilen möchten? Ja, also beim zweiten Mal kollabierte meine Lunge. Dann traf ich einen Erzengel, obwohl ich nie an Engel geglaubt hatte. Das war wirklich seltsam. Ich erinnere mich, im Schlafzimmer zu sitzen und mich schlecht zu fühlen. Ich konnte nicht atmen, meine Lunge kollabierte. Meine Tochter hörte einen Schlag, rannte die Treppe herauf. Sie sah es nicht, doch ich drehte mich ängstlich zur Seite. Und da war dieses 30 Fuß. Große Wesen in Engelsform. Ich dachte, oh mein Gott. Sie sagten, atme in den Rest deines Körpers. Sie lehrten mich, nicht nur in meine Lungen zu atmen, sondern auch mein Körper konnte atmen. Es war eine andere Art zu atmen. Das hat mich gerettet. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht und ich erinnere mich, dass ich dann mehr von den Akasha-Chroniken gesehen habe, die gezeigt wurden. Und dann wurde ich dem Erzengel Metatron vorgestellt, mit dem ich jetzt arbeite. Und es waren all diese Erfahrungen wie eine Vorbereitung, wie eine Einführung zu Ihnen. Ich meine, Sie hätten sich eine einfachere Art ausdenken können, mich Erzengel Metatron vorzustellen, oder? Ich habe mit vielen Medien gesprochen, die nicht gestorben sind, also vielleicht bist du in dieser Hinsicht etwas Besonderes. Ich weiß es nicht. Vielleicht Glück. Beim dritten Mal im OP-Saal hatte ich eine Operation und mein Herz blieb stehen. Ich erinnere mich, wie ich in den blauen Raum ging. Während der Erfahrung war ich plötzlich in einem weißen Raum. Der Typ, der wie ein Zahnarzt aussah, sprach zu mir. Sein seltsamer Haarschnitt blieb mir besonders im Gedächtnis. Es ging um diese Brille hier. Er drehte sich oft um, sah mich an und sagte, ich weiß, ich werde es ihr sagen. Dann meinte er zu mir, geh zurück. Du hast es schon gehört. Du hast nicht getan, was du tun musstest. Ich fühlte mich wie ein 5-jähriges Kind, wurde ausgeschimpft. Als ich zurückkam, hörte ich Glocken im OP läuten. Der Anästhesist sagte, sie ist zurück, sie ist zurück. Das war's. Ich weiß nicht, es waren etwa 6 Minuten, in denen ich tot war. Sie konnten mein Herz nicht wiederbeleben, aber ich war wieder im Raum. Und das ist vor kurzem passiert. Lass mich nachsehen, das war 2018. Hast du das gesagt? Abseits der Sendung hast du mir erzählt, dass noch etwas anderes passiert ist. Vor etwa einem Jahr? Ja, Und du bist großartig. Du bist großartig und ich liebe deine Energie. Mach weiter. also letztes Jahr, im Januar 2022, ging ich durch eine schwierige Zeit. Das Leben war, wie wir Menschen es tun, Dinge passieren, Stress und alles andere. Glücklicherweise war meine Tochter zurück in Großbritannien. Sie war nur für ein paar Tage bei mir. Und ich erinnere mich an den Tag davor. Ich war erschöpft, wirklich müde und ausgelaugt. Es war abends. Nun, es war am Morgen. Es war 02:19 Uhr am Valentinstag. Es war großartig. Das werde ich nie vergessen. Ich musste die Tür öffnen, weil mir übel wurde. Ich fühlte mich so überfüllt, dass ich mich übergeben musste. Also öffnete ich die Tür. Und dann erinnere ich mich, als ich aus meinem Schlafzimmer kam, stieß ich irgendwie gegen die Wand. Und dann erinnere ich mich an gar nichts mehr. Im nächsten Moment weiß ich, dass meine Tochter, sie hatte mich in die stabile Seitenlage gebracht. Was passiert war, ich hatte einen epileptischen Anfall, den ersten in meinem Leben. Ich lebte in einem Haus aus den 1930er Jahren in London mit vielen Treppen und ich hatte mir den Nacken gewachst. So brach ich mir das Genick, also brach ich mir das Genick. Ich hatte eine Gehirnblutung. Sie brachte mich in die stabile Seitenlage und dann erlitt ich einen Schlaganfall. So konnte ich 14 Wochen lang nicht sprechen. Nach meiner Rückkehr stotterte ich und konnte nicht laufen. Ja, es war ernst. Ich konnte nicht alleine essen. Meine erwachsenen Kinder mussten zurückkommen, um sich um mich zu kümmern. Nach den Gehirnscans
stellten die Ärzte fest, dass es eine Gehirnblutung gab. Jetzt wurde bei mir Epilepsie diagnostiziert. Ich musste den Berater im Januar sehen, der gerade vorbei ist. Sie warf einen kurzen Blick darauf und sagte, dass es nicht aussieht, als hätten Sie einen Minischlaganfall gehabt. Aber ich hatte Linien genommen, hauptsächlich. Ich begann Italienisch zu lernen, Rollschuh zu laufen und wieder mit Yoga zu beginnen. Ich bat um Heilung und die Professorin kann nicht glauben, wie gut ich mich erholt habe. Aber hey, du hattest in dieser Situation keine Nahtoderfahrung. Nein, mir wurde gesagt, dass sie mein Gehirn neu verdrahteten, um es für das Channeling zu optimieren. Ich arbeite jetzt mit Lichtwesen und dem Galaktischen Rat zusammen. Daher mussten sie mir helfen zu verstehen, was vor sich ging. Es ist faszinierend aus meiner Erfahrung mit Kanälen, dass das Nervensystem darauf vorbereitet sein muss, die Energie zu bewältigen, die durchkommt. Ich habe von der Umverdrahtung des Gehirns gehört, um in der Lage zu sein. Es ist wie beim Computer. Es müssen neue Chips eingesetzt oder Umverdrahtungen vorgenommen werden, damit man mit dem, was hereinkommt, umgehen kann. Denn es könnte eine Sicherung durchbrennen. Ja, ich denke, es hat in gewissem Maße eine Sicherung durchbrennen lassen, weil ich wie verrückt den Galaktischen Rat und alles andere gechannelt habe. Also musste ich eine Auszeit nehmen? Also, als du von deinem ersten Nahtoderlebnis zurückkamst, haben sie es für sich behalten? Sind sie quasi im Nahtoderfahrungsschrank geblieben? Wie haben die Leute um dich herum auf die neue Version von dir reagiert? Denn du bist anders zurückgekommen. Hast du alles geglaubt und nicht gedacht, dass du verrückt wirst? Du hast es tief verstanden. Du warst damit gesegnet. Also du hast es verstanden, wusstest aber nicht, wie du es deinen Kindern, deinem Partner und anderen erzählen solltest. Wie hast du das bewältigt? Es war wirklich schwer, weil ich mich erinnere, dass ich 2 Jahre im Rollstuhl saß und dann weitere 2 Jahre mit einem Gehstock wieder laufen lernen musste. Und ich erinnere mich, ich ging früher in die Kirche, jetzt, nachdem die Familie kam und mein Partner jüdisch war, die Kinder auf eine anglikanische Schule gingen, wusste ich ein bisschen über Religion. Ich las die Bibel, besuchte Bibelstunden und war in der Kirche. Doch das, was ich aus der Religion lernte, beantwortete nicht alle meine Fragen. Und dann erinnere ich mich, dass ich den Pfarrer meiner Kirche im Rollstuhl aufsuchte. Ich erzählte ihm von meinen Erlebnissen, doch er sagte, wir glauben nicht daran. Ich entgegnete, dann nennst du mich also einen Lügner. Doch er blieb dabei. Wir glauben nicht daran, er ist Arzt. Ursprünglich sagte er, wir glauben, dass es das Gehirn ist. Und ich sagte, wissen Sie, es ist lustig, dass ich, als ich Berater war, an die Wissenschaft glaubte und auch daran, dass das Gehirn irgendwie eingreift. Aber ich kann Ihnen nicht erklären, dass ich weiß, dass bestimmte Dinge passieren werden. Ich sah die Zwillingstürme, bevor sie diesen Terroranschlag erlitten. Ich sah, was wir in den letzten 2 Jahren mit dem Impfstoff auf dem Planeten erlebt haben, und es wurde mir als Apokalypse gezeigt. Ich arbeite mit vielen Menschen weltweit an Mordfällen mit der Polizei und bei der Suche nach entführten Personen. Auch beschäftige ich mich mit ungelösten Fällen und der Aufklärung von Mordfällen. Wie kann ich so viel über Fremde wissen, die ich nie getroffen habe? Diese Erfahrungen waren herausfordernd, aber ich habe sie durchlebt. Ich wurde mit posttraumatischem Stress diagnostiziert und hatte jahrelang Depressionen. Es waren Menschen wie du, die mir halfen, das zu erkennen und anzugehen. Nicht du, Alex. Entschuldigung, aber andere Personen, die ich damals traf. Wir gehen zurück. Du bist zu jung, Alex. Weißt du, du bist so jung. Du hast das damals nicht gemacht. Ich habe anderen zugehört und sie begannen auf YouTube darüber zu sprechen und es war Anita Manjari. Ich las ihr Buch und sah ihr Interview und ich dachte, oh mein Gott, das ist mir passiert. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Dann war mein Leben wie, wow, vielleicht sollte ich diese Botschaft verbreiten, damit sich die Leute nicht isoliert fühlen und nicht einer Religion beitreten müssen, um sich zu verbinden. Sie können das tun, was sich für sie spirituell und seelisch richtig anfühlt. Ja. Als du zurückkamst, es scheint, als hättest du schon immer hellsichtige oder metaphysische Fähigkeiten gehabt, früher. Du kamst sozusagen schon ab Werk so. Du hattest einige Elemente, oder? Du kanntest die Anweisungen nicht. Sehr schwierig, wenn man die verliert. Es ist hart.
Aber nach diesem Nahtoderlebnis schien es, als ob sich die Dinge ein wenig verschärft hätten und du kamst mit einigen Nachwirkungen zurück. Ist das fair? Das stimmt, ja. Und buchstäblich. Ich musste mich selbst besser verstehen und ich wurde an Heilung interessiert, weil ich mich an einige der Erfahrungen erinnerte, die ich durchmachte. Also wurde ich Reiki-Meister und lernte das. Und dann erinnere ich mich an den Tag, als ich mit meinem Tutor arbeitete und ich sagte, oh, dieses Organ sagt mir etwas über den Zustand des Körpers dieser Person. Und sie sagte zu mir, das ist nicht Reiki, Anne. Und ich sagte, oh, ich kann hier jemanden spüren. Und sie sagte, du bist ein Medium. Du musst zum College of Psychic Studies gehen. Also ging ich zum berühmten, renommierten College of Psychic Studies, wo viele Berater und Lehrer mir halfen, es besser zu verstehen. Bitte erklären Sie für den Laien, was das College of Psychic Studies ist, denn es erinnert mich an Hogwarts. Ich möchte, dass jeder versteht, was dieser Ort ist und welche Geschichte er hat. Ja, es existiert seit über 100 Jahren. Sir Arthur Conan Doyle verfasste sämtliche Sherlock Holmes Bücher und zählt zu den Mitbegründern. Es gibt auch einige Amerikaner wie Edmund Sunbink oder ein anderer Edward, die ebenfalls zu den Mitbegründern gehören. Es gab zu einem bestimmten Zeitpunkt eine berühmte Frau, die als Medium fungierte und Informationen über den Tod ihres Sohnes erhielt. Das Innenministerium verdächtigte sie fälschlicherweise, eine Spionin zu sein, da sie bereits im Voraus wusste, dass ein U-Boot gesunken war. Tatsächlich basierte ihr Wissen auf ihren medialen Fähigkeiten. Dieser Ort bot Medien Sicherheit, ähnlich einem Leuchtturm im Sturm. Es ging von Unterhaltung zu etwas Ernsthaftem über, um anderen zu helfen, sich verbunden zu fühlen, wenn ihre Lieben verstorben sind. Dies ähnelt meiner aktuellen Tätigkeit, wenn Menschen zu mir kommen und Gewissheit darüber suchen, dass ihre Verstorbenen auf der anderen Seite sicher und glücklich sind. Manchmal sind Menschen besorgt über die Übergangsphase oder fühlen sich unsicher, ob sie das Richtige getan haben, bevor sie gehen. Oder es gibt etwas, das sie ihnen nicht gesagt haben. Am College hilft dir die Ausbildung, ein Medium zu werden und es unterstützt dich. Das war der Ort, an dem ich viel gelernt habe. Jetzt arbeite ich dort als Beraterin und spirituelles Medium. Das ist meine Aufgabe. Über meine Plattform unterstütze ich andere dabei zu verstehen. Warum sollte jemand wirklich ein spirituelles Medium werden wollen, Alex? Ehrlich? Ja, es ist nicht so, als würdest du im Geld schwimmen, erstens. Zweitens, du bist kein Rockstar. Manche bewundern dich, andere denken, im Ernst, Genau. Aber ich denke, es ist wichtiger, was ich jetzt mit Menschen mache, nämlich ihnen beizubringen, intuitiv zu sein, damit sie sich selbst helfen können. Über meine Plattform lehre ich sie, intuitiver zu werden, um ihre Reise zu verstehen und mit sich selbst arbeiten zu können. Sie können sich an ihre Führer wenden oder sich mit ihrem höheren Selbst verbinden. Ich fokussiere mich auf Seelenweisheit und helfe den Menschen über meine neue Plattform, sich mit ihrem Seelenfortschritt zu verbinden, um ihre Reise zu verstehen. was war die größte Erkenntnis, die du zuerst aus deiner eindrucksvollsten Nahtoderfahrung, aber auch insgesamt gewonnen hast? Es hat mich das Leben wirklich anders sehen lassen. Es hat mich dazu gebracht zu denken, dass vorher war es Sehen ist Glauben. Jetzt ist es Glauben. Du wirst sehen. Okay. Jetzt fühle ich mich mehr verbunden als eins mit dem Universum. Also weiß ich, dass da mehr dahinter steckt. Ich weiß jetzt, dass es nicht unbedingt um Individuen oder Religionen geht. Wenn das deine Verbindung ist, ist das absolut großartig. Wenn du dich mit welcher Religion auch immer verbindest, ist das absolut in Ordnung. Es geht mehr um die spirituelle Seelenbotschaft, die in dir wirkt. Und es ist nicht wertend und es ist wie, da draußen gibt es endloses, grenzenloses Wissen, dass ich hatte immer diesen Durst, so viel zu lernen. Und das geht darum, dass wir lernen und so viel wie möglich daraus ziehen. Es geht darum, im Moment präsent zu sein, um alles aufzunehmen, was wir können, in jedem bestimmten Moment. Genieße dein Leben, wie es jetzt ist. Und wenn es schwer ist, bedeutet das nur, dass du etwas lernst. Frucht. Es ist eine dieser Lektionen. Es ist Seelenwachstum. Du wirst es schaffen. Ja, Jetzt sagst du, du hast über die andere Seite gesprochen.
Während unseres Gesprächs erwähntest du, dass sie meine Arbeit kennen. Sag ihnen Danke, dass sie Fans sind. Du bist also im Grunde ein Transkanal, jetzt Kanäle. Es gibt verschiedene Wege, wie Menschen mit der anderen Seite in Verbindung treten. Manche machen es einfach so, wie du gerade gemacht hast. Andere nutzen den Edgar Cayce-Stil komplett vertieft. Was ist dein Janvin-Stil? Ich habe verschiedene Möglichkeiten, also kommt es darauf an. Meine Guides sind hier, bevor ich mit der Arbeit beginne. Ich höre ihnen zu, sie zeigen mir visuelle Eindrücke und nutzen mein Sprachlexikon. Das ist ihre Aufgabe. Das sind meine Guides. Das sind Meister, die oft hier waren. Desiga, sie arbeiten mit meiner Seele und helfen. Ihr Ziel ist es, der Menschheit zu dienen, ihr Aufstieg und Fortschritt zu fördern. So unterstützen sie mich. Dann gibt es Zeiten, in denen ich tiefer gehe, die Augen schließe und andere Meister treten hervor, um Fragen zu beantworten. Sie sagen, du hast das schon einmal getan. Sie wissen, wohin du gehst. Also wenn du das machst, eine Transgender, wenn du komplett draußen bist, die Augen schließt und alles, bist du dann noch hier oder trittst du zurück? Sitzt du auf dem Rücksitz? Erinnerst du dich? Ich erinnere mich nie. Selbst mit offenen Augen in Sitzungen mit meinen Klienten, ihren Führern. Ihre Führer, meine Führer kommunizieren. Akasha-Chroniken, alle kommunizieren. Ich erinnere mich nie an die Infos. Sie sind für Sie, es ist nicht für mich. Stell dir vor, Anne müsste all diese Informationen speichern. Sie würde explodieren. Sie könnte es nicht schaffen und bekäme wieder eine Gehirnblutung. Es ergäbe keinen Sinn. Und dann gibt es Zeiten, in denen sie abschaltet und wir vorangehen dürfen. Wir sind viele als eins und sie könnte das nicht bewältigen. Also müssen wir alle als eins hereinkommen. Sie muss sich zurückziehen. Sie hört die Informationen, behält sie nicht, hat aber immer eine Essenz davon. Es ist nicht ihre Aufgabe, die Informationen festzuhalten. Sie soll nur der reine Kanal sein. Also wir haben dich kurz verloren, Anne. Sie kamen rein, weil ich sie immer wieder sie sagen hörte. Ich dachte, Moment mal, sind wir. Sie kamen einfach rein. Ja, das tun sie, weil ich gegeben habe. Es ist nicht so, dass ich besessen bin, nicht wegen mancher Leute. Nein, ich weiß es. Ja, du weißt das, aber manche Leute würden total ausflippen. Ich habe sie gebeten, hier zu sein, um mir zu helfen, falls ich Unterstützung brauche. Deshalb sind sie hier. Aber ja, ich bleibe im Hintergrund. Danke. Sie sind irgendwie in einem katatonischen Zustand. Du bleibst einfach still. Es ist wie in einem Kokon. Ich bleibe dort und warte, bis sie mich brauchen, um zurückzukommen. Und sie wissen, wie das geht. Ich meine, Anne, wer würde schon ein Medium sein wollen? Das sagen wir mit aller Liebe, aber es ist anstrengend, schwierig, wenn das, was du sagst, wahr ist, was ich glaube, aber wenn andere zuhören, hast du Leute, die irgendwie mit dir reden. Und du bist auch ein Medium, könntest also tatsächlich mit anderen geliebten Verstorbenen in Kontakt treten. Ebenso. Du hast alles im Griff, Mädchen. Du machst viele verschiedene Dinge. Das muss körperlich, geistig und psychisch anstrengend sein. Ich nehme an, dass du das heutzutage etwas besser im Griff hast. Aber es muss dich doch belasten, oder? Ich freue mich schon auf das Wochenende, um frei zu haben und nichts zu tun. Ich liebe meine Arbeit. Weißt du, was für mich besonders aufregend ist, Alex? Wenn ich als Medium arbeite und ein geliebter Verstorbener erscheint, um eine Nachricht zu übermitteln, weil er sich um seine Angehörigen sorgt. Manchmal rührt mich das zu Tränen, weil es so schön ist. Sie übermitteln diese Nachricht, ohne dass eine Frau zu mir kommt, die eine Fehlgeburt hatte oder ihr Baby verloren hat. Für mich bin ich ihr zu Diensten. Ich sehe mich ihr zu Diensten. Das ist anders. Ich genieße das als Medium, wenn Menschen zu mir kommen, und ich mag schrecklich klingen, wenn ich das sage, als Medium, wenn jemand zu mir sagt, nun, ich möchte die Lottozahlen wissen. Nun, ja, sie zu bekommen. Wer sagt, dass du im Leben im Lotto gewinnen sollst? Wahrscheinlich nicht. Ich hasse es, die Zukunft vorherzusagen. Ich bin kein Wahrsager. Auf keinen Fall. Es geht mehr um die Medialität. Ich übermittle die Botschaften der Verstorbenen. Doch, kürzlich hat sich etwas sehr Seltsames und Verrücktes geändert, das für mich ganz neu ist. Geliebte Menschen auf der anderen Seite, die mir gegenüber sitzen, physischen Kontakt haben und Freude. Was bedeutet das?
wenn sie tatsächlich körperlich Sex mit ihrem geliebten Menschen haben, der hier lebt und sie anderswo sind. Ich habe es bewiesen. Sehr geisterhaft. Ja, wie Geister, wie ein Whoopi Goldberg-Moment. Aber buchstäblich, sie haben Vergnügen miteinander und sind auf der anderen Seite. Ich dachte nicht, dass es möglich ist. Kürzlich kamen etwa 12 Klienten aus aller Welt zu mir. Sie haben mich gefunden und fragten, weißt du etwas über meinen Mann? Der Ehemann zeigt mir dann bestimmte Dinge von der anderen Seite. Ich denke, okay, jetzt bin ich nicht mehr verlegen. Ich sage einfach, was mir gezeigt wird, und die Person sagt dann, dass es letzte Nacht passiert ist. Es ist wahr, genial, ich liebe es. Es zeigt einfach, dass verschiedene Dimensionen, Zeit und Raum keinen Unterschied machen. Und du führst ein verdammt gutes Leben, meine Liebe. Ich muss dir sagen, du führst wirklich ein verdammt gutes Leben. Du solltest ein Buch über dich schreiben, denke ich. Oh, da gibt es keinen Zweifel. Es muss ein Buch geben. Definitiv. Während wir deine Führer hier haben, gibt es etwas, das sie dem Publikum mitteilen möchten über die Welt, über Dinge, Botschaften, die den Menschen helfen würden. Okay, danke. Okay, schauen wir mal. Wir mögen dich, Alex, für die Informationen, die du teilst. Du hilfst der Menschheit, sich besser zu verstehen. Es geht darum, dass sie mehr auf ihre Gefühle achten. Um präsent zu sein, müssen sie sich ihrer Seelenreise bewusst sein. Viele Menschen bewegen sich zu schnell durch die Welt und verbinden sich nicht wirklich mit dem, was ihnen gerade passiert. Wir sind immer hier und beobachten euren Planeten. Wir schauen immer zu und sind manchmal besorgt um euren Planeten. Wir spüren, dass es zu bestimmten Zeiten große Angst auf dem Planeten gibt, besonders in letzter Zeit. Es ist für diejenigen, die ihr eigenes Wissen und ihre eigene Weisheit suchen, um ihre eigene Wahrheit zu finden, unabhängig vom Glauben. Doch es ermutigt sie, tiefer in sich selbst zu gehen. Es gibt nichts zu fürchten. Alle Dimensionen sind miteinander verwoben und verbunden. Achten Sie jedoch darauf, wie Sie sich fühlen und was Sie in Ihr Leben ziehen. Das ist alles, worüber Sie sich bewusst sein müssen, aber offen zu sein für das Wissen, dass es mehr gibt als das, was Sie sehen. Wenn Sie sich täglich Zeit nehmen, um sich selbst besser zu verstehen, werden Sie mehr Verbindung spüren. Es gibt mehr im Leben. Und sie ist zurück. Es ist lustig, weil es so ist, als könnte ich sehen, dass es wie ein Rat von weiseren Individuen ist. Ältestenrat. Ja, man versucht einfach, Informationen zu übermitteln. Leute wie ich empfangen die Frequenzwelle wie eine Radiostation. Wir stimmen uns darauf ein. Es ist draußen und für jeden verfügbar. Man muss sich nur darauf einstellen, um die Informationen zu empfangen. Wir müssen dich zurückbringen, um eine ganze Channeling-Episode zu machen, weil das wäre sehr hilfreich. Deine Guides würden das auch lieben. Ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Was bedeutet für Sie ein erfülltes Leben? Okay, ich würde sagen, wieder, es geht darum, präsent zu sein und nicht zu viel nachzudenken oder sich Sorgen zu machen. Manchmal schicken wir unser Gehirn zu weit voraus, um uns über etwas Sorgen zu machen, das noch gar nicht passiert ist. Dadurch lösen sich chemische Prozesse in unserem Körper aus, die uns sehr gestresst machen. Man verliert das Gefühl für die Realität und was wirklich Realität ist. Also machen wir uns zu viele Sorgen. Als Therapeutin weiß ich, dass einige Klienten das tun. Die Idee ist, sich ins Jetzt zu bringen und Spaß zu haben. Kinder machen das toll, wir sollten sie mehr beobachten. Sie machen Musik an, tanzen. Das mache ich auch. Ich fahre Rollschuh. Ich bin 54 und kann rückwärts skaten und springen. Es geht darum, das Leben zu genießen, die lustigen Dinge zu sehen und sich nicht zu sehr mit Rechnungen und Sorgen zu beschäftigen. Wichtig ist, sich ins Hier und Jetzt zu bringen und Spaß zu haben, sei es mit kostenloser Musik oder Freunden zum Lachen. Wenn du in eine Zeitmaschine springen und in die Vergangenheit reisen könntest und mit deinem jüngeren Ich sprechen könntest, was würdest du diesem kleinen Mädchen raten? Oh mein Gott, verlass diese Beziehung so schnell wie möglich, denn er ist ein Narzisst. Junges Mädchen, Baby. Ich traf ihn mit 19. Wenn ich zu meinem jüngeren Ich könnte, würde ich sagen, weißt du was? Alles, was du hörst, Anne, ist, weil du begabt und talentiert bist.
und nicht denken sollst, dass du verrückt oder wahnsinnig bist und dass die Leute dich nicht verstehen. Wenn ich zurückgehen könnte, würde ich sagen, du schaffst das. Mach einfach weiter. Sehr wahr. Wie definierst du Gott? Interessant, da ich über diese Religionen Bescheid weiß. Also für mich. Ich würde es als das Wort Gottes betrachten, aber auch als das Universum, als eine Einheit. Es ist eine Energie als Ganzes. Ich würde es nicht als diesen weißen Mann mit Bart sehen, das käme mir überhaupt nicht in den Sinn. Es erinnert mich ein wenig an Weihnachten und die Vorstellung vom Weihnachtsmann. Es ist nicht unbedingt der Weihnachtsmann, der Weihnachten ausmacht. Es geht mehr um die Freude, das Geben und Nehmen sowie das Einssein. Man kann diesen Geist nicht sehen, diese Freude nicht sehen, aber alle wollen zu Weihnachten bei ihren Lieben sein. Es ist dieses Gefühl der Verbundenheit, das auch beim Gedanken an Gott entsteht. Es ist das Einssein mit dem Universum. Und welches Etikett du dem auch geben willst, das ist mir egal. Aber so sehe ich es. Eins mit dem Universum. Was ist der ultimative Sinn des Lebens? Es geht um das Wachstum deiner Seele, immer wieder zu kreisen und zu recyceln. Nicht um immer wieder zu kreisen, sondern um das Verständnis zu finden. Okay, danke. Sie sprechen gerade über Partikel und jetzt gehen Sie in eins über. Okay, danke. Sie haben mir gerade gezeigt, weißt du, ich weiß nicht, ob ihr diese Vögel in eurem Land habt, aber wenn Stare zusammenfliegen oder wenn Vögel zusammenfliegen, sprechen sie davon, dass das die Partikel der Seele sind. Also bewegt sich alles im Universum so. Und dann etwas, wie wenn Vögel manchmal in eine andere Richtung fliegen. Das ist ein Teil der Seele, der entscheidet, okay, jetzt bin ich dran. Ich komme rein. Ich springe rein. Jetzt bin ich dran. Ich werde es versuchen. Es geht darum, Spaß zu haben, der Sinn des Lebens und des Lebens. Es geht ums Erkunden, um das Wachstum. Diese Partikel haben eine eigene Intelligenz, also ums Lernen, Aufnehmen, ein Kreislauf. Jemand sagte, es sei ein Recycling-Job, aber es ist ein Wiederkommen und eins mit dem Planeten zu sein. Okay, danke. Es muss diese Bewegung haben. Es muss das haben, um die Ozeane und alles andere zu erschaffen, sagten sie. Dann sagte jemand, ihr seid der laute Planet des Universums. Im Universum, die Galaxie Erde, wegen der Art und Weise, wie Menschen mit unserem Gehirn programmiert sind. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet hat, da ich mit Ihnen ein- und ausgegangen bin. Du bist faszinierend, Anne. Ich liebe dich. Du bist absolut faszinierend. Wo können die Leute mehr über dich und deine erstaunliche Arbeit erfahren? Oh, okay. Ich habe eine neue Plattform entwickelt, Odyssey auf Instagram. Bitte folgt uns. Ich sitze mit neuen Praktikern zusammen und coache sie. Also kommen meine Coaches, meine Guides, um meine Praktizierenden zu coachen, die mit Einzelpersonen arbeiten werden, um ihnen zu helfen, alles zu bewältigen, was in ihrem Leben vor sich geht. Die Website ist www.odysseytheplatform.com. Ja, kontaktieren Sie mich dort und finden Sie all meine wunderbaren Praktizierenden, die hier sind, um zu helfen. Haben Sie abschließende Botschaften für das Publikum? Ja, nimm das Leben nicht so schwer und hör auf, dich selbst zu verurteilen. Genieße es. Sei gut zu dir selbst. Es war mir eine Freude, mit Ihnen, Ihren Führern und unerwarteten Gästen zu sprechen. Gern geschehen. Sie sind unhöflich. Gern geschehen. Wir müssen dich unbedingt wieder einladen, um ein komplettes Channeling-Gespräch zu führen. Das wäre großartig. Danke für deine wertvolle Hilfe und Unterstützung für die Welt. Vielen Dank. Und danke dir. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.